Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr hört es vielleicht noch, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ja, und deswegen geht's heute rein in den Elevator, und zwar auf S31 startet der heute wieder einen Tag früher, am Donnerstag, morgen wieder für alle anderen Server, auf jedem anderen Server um 16 Uhr. Ja, und es gibt, bevor der Elevator losgeht, in ein paar Sekunden noch ein paar Sachen anzukündigen. Und zwar unter anderem ist im Webshop natürlich auch wieder die 20% Aktion am Start. Das heißt, wer nicht abwarten kann, der kann sich jetzt natürlich schon die Prozente sichern, beziehungsweise die Pilze. Ne? Wie immer könnt ihr mich da auch sehr gerne supporten mit dem Creator Code Dorza und kostet euch nichts weiter und supportet mich auf jeden Fall krass in dem, was ich mache, in den Giveaways, die ich veranstalte und auch in der Spendenaktion, die ihr Ende des Jahres sehen werdet, was da zusammengekommen ist. Aber ich gebe euch auf jeden Fall den Tipp, wartet lieber noch ein bisschen, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen warten, denn nächste Woche ist Black Week und da gibt es eventuell sogar mehr Prozente. Ich habe noch keine Ahnung, ich weiß wirklich von noch nichts, ne? Aber so war es die letzten Jahre gewesen, deswegen vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen warten, dann habt ihr nächste Woche eventuell ein bisschen mehr was von eurem Geld als jetzt mit den 20%. Ja. Ansonsten eine kleine Ankündigung auch, und zwar morgen kommt das Video auch erst um 16 Uhr am Start, ja, natürlich aus Gründen, ne? Ja, da wird es morgen halt, wie gesagt, um 16 Uhr erst ein Video geben, aber dafür wird es abends um 20 Uhr einen Livestream geben. Also da komme ich live zum EU8 Serverstart. Möchte ich mir das natürlich auch nicht nehmen lassen. Wir machen halblang. Ja, wir versuchen da unser Bestes trotzdem zu geben, aber abends werde ich dann um 20 Uhr online kommen und da dann halt eine Runde streamen. Ja, der Elevator ist geöffnet, aber wir haben noch ein, zwei kleine andere Sachen. Und zwar neben dem Stream morgen gibt es auch eine neue Ankündigung, und zwar von meinem Partner Holy Energy. Dort ist auch die Black Week am Start. Die haben zwei neue Sorten rausgebracht. Einmal haben wir hier ja so eine Wildfruchtbeere, Wildberry heißt das Ganze. Ja, ich habe es noch nicht probiert, weil ich jetzt noch momentan erkältet bin. Das sind zwei Community-Sorten, die habt ihr euch im Sommer gewünscht, und welche zuerst ausverkauft wird, die bleibt dauerhaft im Sortiment. Und einmal haben wir hier den Woodruff Wolf, ja, das ist quasi Waldmeister. Ich mag Waldmeister persönlich sehr gerne, habe ich beide noch nicht probiert, weil, wie gesagt, ich muss erst wieder ein bisschen gesund werden. Vorher haue ich mir kein Energy rein, ja, aber könnt ihr auf jeden Fall auch sehr gerne mal auf der Seite ab Sonntag vorbeischauen. Ab Sonntag sind die Sorten dort online, und es kommt auch von letzten Jahr wieder die heiß begehrte Bubblegum Butterfly Sorte raus. Die fand ich persönlich, das war mein persönliches Highlight. Die ist streng limitiert und gibt es nur zur Black Week bei Holy Energy, deswegen ja, sichert euch die auf jeden Fall, ansonsten kriegt ihr sie das ganze Jahr nicht mehr wieder. Und das ist auch meine persönliche Empfehlung. Wer auf Hubba-Bubba-Geschmack steht, der macht damit nichts falsch. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal so die Ankündigung für Holy. Wie gesagt, könnt ihr mich auch sehr gerne wieder über den Link unten supporten und mit dem Code DORZA5 5 Euro Rabatt sparen, oder nur Dorza, dann spart ihr euch 10%. Je nachdem müsst ihr gucken, was euch mehr lohnt. Ne? Ja, ansonsten noch eine ganz kleine Sache vorher noch. Es ist heute viel anzukündigen, und zwar beim Stammtisch von Hanrizzle bin ich diesmal wieder mit dabei und viele andere Creator auch. Und ihr könnt hier unter dem Video von Hanrizzle sehr gerne einen Kommentar schreiben. Ich glaube, die werden auf privat gestellt. Und ja, den Creatoren, die hier mit dabei sind im Video, die zeigt er hier auch, glaube ich, im Video nochmal, die Community kann den Leuten dort 3 Fragen stellen hier. Ja, die sind alle mit dabei hier, ne? Ein bisschen klein zu sehen, aber müsst ihr mal vorbeischauen, schaut euch das Video an, und ich bin da auch mit dabei, und den Hanrizzle könnt ihr dann Fragen stellen, die er dann uns im Stammtisch stellt, die es aber vorher noch nicht so, die wir noch nicht wissen dürfen, ja. Und das auf jeden Fall dazu. Dann hatte ich noch ein Video zu meiner Tipps und Tricks Playlist gepackt, und zwar die beste PvP-Klasse, das Video. Da ist zwar der Necromancer noch nicht mit dabei, ne, das ist 2 Monate alt, aber wenn ihr nicht wissen wollt, welche Klasse ihr spielen wollt,
Das Video ist explizit dafür da, welche Klasse stark im PvP ist. Nicht auf PvE bezogen, sondern wirklich Klasse gegen Klasse. Also wer das sich anschauen möchte, kann sehr gerne auch nochmal in der Playlist vorbeischauen. Dort habe ich das Video hingepackt. Ich denke mal, das passt da ganz gut hin, ist ganz nützlich und kann euch durchaus bei eurer Klassenwahl auch helfen. Auch dazu der Link natürlich unten in der Videobeschreibung. So, jetzt haben wir aber alle Informationen durch. Ja, jetzt geht's rein in den Elevator. So, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir haben wieder neue Themen am Start. Die ersten sind hier schon fleißig am Pushen und wir gucken mal einfach, ja, wie weit wir kommen. So, wir haben hier wieder, was ich direkt sehe, wieder einen sehr geilen Hintergrund. Den hatten wir vorher so noch nicht gehabt. Müssen wir mal schauen, ob wir den nochmal irgendwie kriegen in groß, sag ich mal, ne, dass wir uns den in Ruhe anschauen können. Die Zwischenetagen, Barrikadenbrecherin, ich glaube, das ist so, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß tatsächlich gar nicht, was das Thema des diesjährigen Elevators ist hier. Startet auf, unterschöne Werke, prächtige, tiefe Etagen. Das steht gar nicht hier, ne? Steht irgendwo, wo das Thema des Elevators ist? Ich weiß es gar nicht. Ja, keine Ahnung, aber es sieht mir sehr rebellisch aus, so anarchiemäßig irgendwie. Die ersten Etagen hier, der Chaot, der cholerische Chaot, diesmal spreche ich das Wort nicht falsch aus, ja, Kneipenknüppler, ja, das sind hier die neuen Gegner, die sind immer gemixt auf den ersten Etagen mit ein paar anderen Gegnern, beziehungsweise mit alten Gegnern, deswegen Klatsch und Klopp, okay, gucken wir uns die ersten Etagen auf jeden Fall mal brutalo ein bisschen genauer an, die ersten 50 und ich glaube nach den ersten 50 Schlägertrupp hier, kommen dann wieder alte Etagen und wir werden versuchen, natürlich, soweit es geht, zu kommen mit meinem Magier hier und da werden wir uns dann ein bisschen schneller durchentern auf jeden Fall und mal schauen, wie weit wir kommen. Wir werden auch versuchen, wieder auf Etage 500 zu kommen, das werden wir aber dann erst machen, das ist zum Beispiel ein alter Gegner hier, rücksichtslose Raufbeute, das hat auch so ein bisschen was von der Purge irgendwie, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen von meinem Projekt so kurzfristig. Rotlichtrichterin. Nee, das ist an irgendwas ist das angelehnt, aber ich weiß nicht genau an was. Das sieht mir tatsächlich so ein bisschen aus wie Squid Game irgendwie hier so, die alte da. Hier, rote, was war das? Rotes Licht, grünes Licht. Wilde Crew, ja. So. Mal gucken, was wir noch für Gegner haben hier. Zerstörerisches Rudel. Das werden ja immer mehr. Also es sind ja quasi immer die gleichen Gegner. Nur tun die sich dann immer mehr zusammen. So, hier. Bestes Beispiel. Auf einmal alle voll. Gewalttätige Gang. Yo. Aber ist auf jeden Fall ein nice Design. Sieht cool aus. Ja, und ich glaube, jetzt geht's wieder von vorne los, ne? Das war, glaube ich, jetzt so das waren alle Gegner, die aufgereiht worden sind. Hier, ja, jetzt kommen wieder die einzelnen Gegner und die sind dann so in so einem Zyklus, werden die irgendwann zusammengetan und dann hat man da dann, wie eben gerade gesehen, ein komplett großes Bild mit den ganzen Gegnern drin. Ja, das sind im Prinzip schon die ganzen neuen Gegner, die wir jetzt bisher gesehen haben. Ich glaube, mehr gibt es jetzt hier nicht. Die kommen halt immer die kommen alle auf den ersten Etagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir die ersten 50. Okay, gut, den Hintergrund, den kennen wir schon. Der ist vom letzten Elevator. Also müssen wir uns so lange durchpilzen, bis wir... Ja, das sind jetzt wieder Leute vom letzten Elevator. Bis wir an die Etage kommen. Ich glaube, jetzt müssen wir halt alle Elevator-Etagen, jetzt machen wir ein bisschen schneller, Elevator-Etagen durchpilzen, bis wir halt wieder in diesen Zyklus kommen. Jetzt kommt zum Beispiel, ja, was weiß ich, der vom letzten Mal, dann kommt der vom vorletzten Mal, so, dann kommt der von vorletzten Mal und dann kommt vielleicht wieder der aktuelle und genau, da sehen wir dann halt auch eben die Zwischenbilder ganz gut. So, jetzt pilzen wir uns mal ganz schnell mal auf Etage 100 durch. Zack. Ja, das ist zum Beispiel eben der Hintergrund von denen, den wir jetzt besiegt haben eben gerade. So, und da müssen wir mal schauen. Oder nee, das ist der von denen, den wir jetzt besiegen werden. Das ist der von der jetzt kommt. So,
Also der kommt immer zum Anfang. Also, ne, wovon ich rede, ist hier der Hintergrund, ne? Also der Hintergrund, der kommt immer zum Anfang. Und ich wollte halt den Hintergrund von der ersten Etage ganz gerne mal genauer begutachten. Aber das konnte ich nicht, weil die erste Etage fängt ja nicht mit so einem Startbildschirm an. Und deswegen müssen wir uns halt da jetzt durchpilzen, ne? Bis wir halt, wie gesagt, wieder im Zyklus sind. Ja, das ist so der Elevator. Es ist auf jeden Fall viel Enter-Gedrücke. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie oft ich jetzt hier, oder, okay, das ist jetzt der Greedy-Hintergrund vom Greed-Elevator. Wie viel ich jetzt hier an Schlüsselkarten schon verbraucht habe, beziehungsweise wie viel ich brauchte noch Free-to-Play, sag ich mal. Jetzt habe ich ja schon ein paar Pilze intus hier. Und bevor die Frage wieder kommt, ja, wartet morgen auf 16 Uhr. Ne? Also mehr kann ich euch da leider noch nicht zu sagen. Darf euch auch nicht anteasern oder so, aber die wissen auf jeden Fall. Ne? So, wir machen aber weiter. Da war eben der Mr. Krabs gewesen. Das muss ich sagen, ist ja mein persönlicher Favorit hier im Elevator. Der geldgeile Mr. Krabs, der passt hier natürlich in den Elevator, in das Elevator-Thema perfekt rein. Kriegen wir ihn nochmal oder wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Doch, da ist er nochmal. Das knausrige Krustentier. Ja, also deswegen feiere ich das ja. Das ist echt eine schöne Anspielung. Auch an hier den Elevator, den wir davor hatten. Wo zum Beispiel Limbo, das Spiel auch parodiert worden ist, beziehungsweise halt eine Hommage, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, an das Spiel auf jeden Fall. Den hatte ich, das war der letzte Elevator gewesen, der letztes Mal rauskam. Fand ich auch sehr cool auf jeden Fall. Und generell Elevator natürlich ein sehr cooles Feature, vor allen Dingen auch für die komplette Gilde. Man kann sich mal wirklich so beweisen, wo man wirklich gerade steht, so von den Punkten her. Das ist nochmal so eine eigene Rangliste an sich, wie aktiv wirklich seine Gilde ist, so, das zeigt das ganz gut. Und was ich halt auch persönlich ganz nice finde, okay, das ist auch noch ein bisschen älter, der Elevator. Was ich persönlich ganz nice finde, ist halt, du kannst als Free-to-Play das Feature halt fast komplett durchgängig nutzen, so, ne? Also du hast da jetzt keine großartigen Nachteile, wenn du jetzt hier dich durchpilzt, weil in den 10 Tagen, wo du Zeit hast, hier den Elevator durchzuknöppeln, kommst du eigentlich genauso weit, beziehungsweise kommst du so weit, wie es deine Grenzen zulassen, so, ne? Klar kann man hier und da immer noch ein bisschen mehr rausholen, indem man vielleicht auch zum Ende hier ein bisschen blättert und so und sich da ein paar Vorteile verschafft, ne? Aber im Prinzip kann man sich hier auch ein paar Buffs später mit Schlüsselkarten kaufen, wenn man es wirklich drauf anlegt, so, ne? Kann man als Free-to-Play das Event auch richtig geil nutzen. Und vor allen Dingen hast du halt eben als Free-to-Play auch eine sehr coole Belohnung, sag ich mal. Also die Belohnungen vom Elevator sind halt schon immens hoch, so, ne, für dich und deine Gilde, je nachdem, was du natürlich auch für ein Level hast und was für eine Platzierung du bekommst im Elevator, ist das schon ziemlich nice. Neben dem Hintergrund natürlich und neben dem Stein sind halt vor allen Dingen die Ressourcen und das Gold halt wirklich enorm hoch, muss ich sagen. Und das ist halt eben etwas, wo halt auch die Free-to-Play-Spieler und auch eigentlich die Pilzer auch nicht so leicht rankommen, weil, okay, jetzt müssten wir aber wirklich bald durch sein. Wir haben schon echt viele Themen zum Elevator gehabt. Weil wann kommt man mal an so viele Ressourcen ran, ne? Huch, nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ey, sag mal, ja, gut, hier bin ich richtig. Okay, wir machen weiter. Wie gesagt, ich versuche so weit wie möglich zu kommen jetzt hier heute, ne? Aber ich werde es nicht so krass krank übertreiben. Das werde ich erst zum Ende machen, weil wir haben ja jetzt noch gar keine weiteren Boni. Jeden Tag bekommt man ja 2% mehr Damage dann auf die gekauften Sachen hier mit denn dazu. Und nach den 10 Tagen solltest du dann halt eben bei 20% sein. War es, glaube ich. Es sei denn, der Elevator geht jetzt 9 Tage. Okay, dann sind wir nachher bei 18% dann. Ne? Einmal war es, glaube ich, einen Tag länger, da waren wir auf 20. Und
da werde ich dann versuchen, natürlich wieder so hoch wie möglich zu kommen. Also da werde ich versuchen, auf Stufe 500 zu kommen. Jetzt werde ich nur so weit kommen, wie es halt geht. Ich werde hier jetzt noch keine großartigen Runen tauschen oder sowas oder irgendwelche Sachen aus dem Item-Shop hier kaufen. Das mache ich jetzt noch nicht. Einfach so hoch, wie es geht. Wenn ich merke, okay, das wird jetzt schwierig, dann lasse ich es gut sein. So, nächste Etage. Jetzt sollten wir wirklich bald durch sein, ne? Ja, und dann werden wir gucken, so, wie weit wir kommen denn. Ne? Ist ja auch so ein bisschen immer, wenn du direkt ans Limit gehst vom Elevator, direkt zum Start, dann schneidest du dir halt selbst ins eigene Bein direkt zum Start vom Elevator, weil du dann halt eben, ja, um deine täglichen Punkte auch zu erreichen, der Gilde halt nichts Gutes tust, weil du dann halt eben eventuell nicht mehr so krank viele Punkte machen kannst, wie du es jetzt halt eben machen könntest. Es ist auch unklug von mir, jetzt so weit zu pushen, muss ich sagen. Ne? Vielleicht macht die Gilde dann ein bisschen weniger, dann habe ich quasi heute schon hier alles soweit erledigt. Aber es ist theoretisch klüger, sich das Ganze als Gilde ein bisschen aufzuteilen, damit man auch jeden Tag wirklich die dementsprechenden Belohnungen bekommt. Digga, wir sind hier immer noch nicht durch, Alter. Ne? Aber ja, solange es noch geht, mache ich das jetzt erstmal und vor allen Dingen, solange es noch einfach fällt und ich mir so denke, okay, ich werde ja 20 Etagen zurückgesetzt, solange ich meine 20 Etagen mache, ist okay. Ich mache ja meine 20 Etagen auf einer Stufe, wo es mir extrem viele Höllenmarken gibt, so, ne? Das heißt, es könnte auch eventuell eine Hilfe sein für die Gilde, dass ich halt versuche, so viele wie möglich Höllenmarken zu sammeln. So. Am ersten Tag ist natürlich ein bisschen Overkill, sag ich mal so, weil man jetzt extrem viele sammelt. Ne? Aber mal schauen, wer heute hier noch alles sammelt. Das Ding ist ja auch, der Elevator startet ja hat erst um 16 Uhr gestartet. Mal schauen, wer heute noch alles so aus der Gilde spielt. Ab morgen ist er ja 24 Stunden am Tag geöffnet, deswegen da kann man noch dann unbeschwerter ein bisschen reingehen in die Sache. Und ja, ey, wir haben hier noch gar keine großartigen Probleme und sind jetzt hier schon gleich auf Stufe 450. Das hätte ich dann doch nicht gedacht, dass wir hier so easy, sag ich mal, durchkommen, ohne großartige Probleme. Ja, da hätte ich gedacht, das wird noch ein bisschen schwieriger, jetzt ein bisschen, aber jetzt fängt es langsam an. Und die letzten Etagen, die werden sowieso nochmal kniffliger so, ne? Und das Ding ist, ich habe mich ja noch nicht mal großartig verbessert. Also klar, ich habe bessere Stats und so gemacht, ne, das ist ganz klar. Aber ich habe ja noch keine neuen Steine, kein neues Equipment. Mein Equipment ist noch nicht verbessert. Ich kann da noch so viel mehr rausholen, wenn ich Stufe 700 bin und mein komplettes Equipment alles gemaxt habe, ne, dass ich einen richtig kranken Power Spike hinlege. Ich könnte ja jetzt schon alles auf 20 machen und dann auf 700 auch nochmal alles auf 20. Aber ich will ja so einen richtig kranken Power Spike haben. Und das ist halt eben das. Dann werde ich hier easy durchrasieren, glaube ich, durch den Elevator nächstes Mal. So, und jetzt sind wir zum Schluss an der Etage angekommen, wo wir hin wollten. Und zwar die Ebene des Blutrausches. Jetzt haben wir quasi alle Elevator-Etagen einmal gesehen. Ja, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Und diesen Hintergrund, den hatten wir auf den ersten 50 Etagen, wo die ersten 59 Gegner drin waren. Und den Hintergrund, den wollte ich mir nochmal ganz in Ruhe anschauen hier. So sieht der aus. Ja, hier tritt jemand mit einem Schuh jemanden in die Eier hier. Das ist aber auch sehr unangenehm. Ja, hier hat jemand so einen schreienden Ast in der Hand hier. Ansonsten sind so ein paar Leute in den Bäumen verwurzelt hier irgendwie. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geschaut habt, welche Anspielung, an was das genau sein soll. Ich kann es mir jetzt nicht ganz genau schildern. Ob berühmte Tyrannen, Hobbymörder oder rotzfreche Pausenhofschläger, hier bleibt den Seelen der brutalsten Gewalttäter nur noch sich gegenseitig zu foltern. Ja. So sieht das Ganze aus. Und ich denke mal, hier machen wir jetzt auch erstmal Schluss. Ne? Es wird jetzt nur noch immer schwieriger werden. Wir haben jetzt erstmal soweit alles geschafft. Ich würde mir noch ganz gern die Belohnungen abholen, aber so richtig funktioniert das jetzt noch nicht. Ich logge mich nochmal ganz kurz, mache nochmal ganz kurz F5 hier. So, damit wir uns die vielleicht nochmal zumindest abholen können. Vielleicht. Das wäre noch ganz cool. Ja, jetzt geht's. Okay, sehr schön. Ja, das scheppert natürlich immer in der Portokasse.
So, und das soll es auch für das Video heute gewesen sein. Ne? Deswegen kam das heute ein bisschen später, weil ich halt den Elevator euch direkt zeigen wollte zum Start. Und ja, ab morgen 16 Uhr ist er dann für euch alle verfügbar. Und genau, da kommt dann halt auch eben das nächste Video. Alles klar. Leute, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.